Willkommen in der Bastelgarage. Heute zum weiteren Teil der Schiebetüre. Und zwar habe ich ja im letzten Video gezeigt, wie man den Rahmen baut. Hier in der Mitte diese Halbrundung herstellt und hier die Einlegebretter reinbaut. Heute geht es weiter mit diesen Art Lamellen. Ich nenne sie einfach mal Lamellen. Und zwar ist das ja wie die bei den Schlagläden, kommen hier Bretter rein, die schräg eingebaut werden, damit, falls es drauf regnet, der Regen ablaufen kann und gleichzeitig aber durch die Öffnung, die Bretter sind ungefähr 2 cm auseinander, damit das alles wunderbar lüften kann, damit da Frischluft drankommt. Dann machen wir noch den Einbau, das Ganze muss noch gestrichen werden. Schauen wir mal, was wir alles davon geschafft kriegen. Machen wir weiter mit diesen, wie gesagt, ich nenne sie Lamellos. Das sind jetzt Bretter, die habe ich passend hierzu zurechtgeschnitten. Und zwar habe ich mir hier im 45 Grad Winkel, ich gehe gleich mal näher ran, habe ich mir hier Ausschnitte reingemacht. Dann habe ich mir diese Brettchen, die sind 6 cm breit, die habe ich auf der vorderen Kante abgerundet und auf der Rückseite auch einen 45 Grad Schnitt gemacht. Und das Ganze soll ja dann hier so hinein. Und da kommen dann halt die ganzen Bretter einzeln rein. Und hier, glaube ich, kann man das schon sehen. Ich zeige es auch mal an der anderen Seite. Hier ist dieser 45 Grad Schnitt. Und wie gesagt, dieses Brett kommt dann hier rein und wird auf beiden Seiten eingeklemmt. So, hier vorne steht das ein wenig über. Und auf der Rückseite ist es durch den 45 Grad hier eine Fläche. So, das schließt dann da hinten ab. Das ist jetzt die Rückseite. Wie gesagt, hier sind diese 45 Grad und das schließt dann hier mit der Oberfläche genau ab. Ich habe leider hier unten bei dem ersten etwas das Ganze groß gemacht, die Führung ein bisschen groß reingeschnitten, aber das werden wir noch ändern. Es ist halt eine Probe. Und wie ich das jetzt gemacht habe, das zeige ich euch natürlich sofort jetzt. Im Moment habe ich das Ganze, weil ich es ja immer wieder auseinanderbauen muss, hier in den Ecken mit Schrauben festgemacht. Später sollen genau in diese Löcher die 6 mm Holzdübel hinein. Die werden reingebohrt und das, was übersteht, wird dann mit der Japansäge abgesägt. Nur für den Fall, dass ich es vergesse zu zeigen. Dann hat das Ganze natürlich später auch einen super Halt. Und das passiert dann, bevor es komplett gestrichen wird. Und zwar, ich habe ja hier schon das erste angezeichnet. Das ist 3 cm vom unteren Rand. Hier lasse ich jetzt 2 cm Platz. Bevor das nächste anfängt, dann ist das Ganze 10 mm dick, also wieder ein Strich. Dann wieder 2 und wieder 10 mm, wieder 2, 20 mm, 10 mm, 20 und so weiter. Und so machen wir die ganze Reihe hier voll. Da habe ich jetzt alles angezeichnet. Damit habe ich jetzt die Abstände und jetzt fehlt natürlich der 45 Grad Winkel, in dem diese Lamellen eingefügt werden. Das mache ich hier mit diesem Gerät, mit diesem Winkel. Angezeichnet ist jetzt hier alles, die 45 Grad Winkel. Dann mache ich hier an der, das kann man nicht sehen, so jetzt kann man es sehen, hier hat die Kappsäge ja einen Anschlag. Dieses Teil hier geht normalerweise runter und die Schraube geht, wenn die eingestellt ist, durch dieses Loch in der Mitte durch. So, ich teste jetzt mal, ob die auch da reinpassen. Hier vorne hatte ich eben schon probiert.
So, die nicht passen, wie das hier, da mache ich mir ein Kreuz dran und schneide das jetzt gleich nochmal nach. Die Ausschnitte sind jetzt soweit fertig und nachgeschnitten, also das passt alles ganz genau da rein. Bauen wir das mal wieder in die Türe ein, wieder zusammen und schrauben es vorsichtshalber mal wieder fest, damit bei den nächsten Arbeiten nichts verrutschen kann. Die einzelnen Hölzer werden ja später, wie schon beschrieben, hier eingeführt. Jetzt muss ich natürlich hier das nach hier übertragen. Das mache ich mit einem Winkel. So, das habe ich jetzt überall angezeichnet. Jetzt ist das hier ja nicht 1 cm, also 10 mm tief. Ich habe das vorher jetzt ausprobiert, dass ich hier am unteren Rand, das hier ist ja breiter als dieses Stück. Wenn ich das jetzt hier, der Strich ist gerade durch den Winkel, den ich angelegt habe, wenn ich das genau hier anlege und mir hier anzeichne, habe ich genau 1 cm jeweils richtig, um die Tiefe zu haben für auszuschneiden. Als nächstes müssen wir diese Bretter hier schneiden. Wie gesagt, an der Seite mit einem 45° Winkel. Ich habe da, wo ist es da, eine alte Platte gefunden. Die werde ich dafür zersägen und das machen wir jetzt mal auf lange Streifen. Das Brett ist, glaube ich, 2 Meter lang. Ich schneide das komplett auf diese Breite von 5,5 oder 6 cm ab. Und dann schneiden wir uns Einzelstücke. Und damit das Ganze auch richtig funktioniert, schneide ich direkt den 45° Winkel da hinein. Genau an der gegenüberliegenden Seite der 45° schneide, das heißt also an der Spitze, wird hier unten eine Rundung dran gemacht. Das machen wir auch direkt hier an der Oberfräse. Jetzt zeichne ich mir das Brett an und das nächste Brett auch direkt. Schneide das ab und bin direkt wieder da. Und schon bin ich auch wieder da. Ja, und so soll das dann später mal aussehen. Im Moment ist es alles noch ein bisschen, das kann man noch was schieben, weil da ist Luft. Und das muss dann natürlich richtig nachher beim Zusammenbau ausgerichtet werden. Aber so verfahre ich jetzt weiter und schneide jetzt hier erstmal die nächsten paar Stunden diese Sachen hier rein. Die Lamellen sind jetzt alle drin. Wie gesagt, die waren von der Unterseite teilweise weiß gestrichen. Von der einen Seite, deshalb sind diese einmal braunen und einmal weißen Stellen. Jetzt geht es natürlich darum, die muss ich vorher einzeln streichen, damit auch hier die Ränder, die hier reinkommen, die in diese Vertiefung reinkommen, das muss ja auch mitgestrichen werden. Deshalb muss ich die alle rausbauen. Jetzt muss ich die ja markieren, damit ich die wiederfinde, weil die hier unterschiedliche Breiten haben. Das machen wir folgendermaßen. Ich habe hier so einen Satz Stahlstempel. Das sind also solche Metallteile, die hier oben eine Zahl oder einen Buchstaben oder ein Sonderzeichen haben. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die 3. Die setze ich jetzt hier drauf. Ich muss mal sehen, dass ich sie richtig rum habe. Ja. Und schlage einfach hier drauf. Und dann ist hier, hoffentlich kann man das sehen, schön eine 3 eingestempelt. Und selbst wenn das überstrichen ist, kann man das, so hoffe ich zumindest, später noch lesen. Und so werde ich jetzt alle diese einzelnen Leisten, ich glaube das sind über 20 Stück, werde ich alle markieren.
Streichen bauen wir das Ganze mal wieder auseinander. Die eine Seite des Holzes wird in einem Eiche-Hell Naturfarbton gestrichen mit einer Lasur und die andere Seite in Weiß. Kümmern wir uns hier mal um die Aufhängung, also wie die Schiebetüre überhaupt funktioniert. Und dazu habe ich mir jetzt hier so eine Aluleiste geholt. Die ist 4 cm breit und ich glaube 3 oder 4 mm dick. Des Weiteren habe ich mir dann hier so eine Seilrolle geholt, die also hier in der Führung 5 mm ist. Und dafür gleichzeitig hier eine Metallstange, die ist 2 cm hoch und 5 mm dick, so dass die Rolle schön hier drin laufen kann. Und als erstes schneiden wir uns jetzt mal hier diese Aluleiste passend für die oberen Aufhängungen zurecht. Die Aluleiste habe ich jetzt 11 cm lang gemacht. Hier habe ich ja diese Seilrolle. Die lege ich mir hier oben drauf und zeichne mir das halbrund an. Gleichzeitig mache ich mir hier den Mittelpunkt, zeichne ich mir an und werde den dann jetzt mit einem Körner einschlagen. So sieht das dann aus mit dem Körner. Und jetzt schneiden wir diese Rundung hier, die schneiden wir an der Stichsäge ab. Von diesen Plättchen habe ich mir jetzt insgesamt 4 Stück hergestellt. Hier muss jetzt ein 6 mm Loch rein und da bohre ich direkt die jeweils beiden gegenüberliegenden Teile direkt in einen durch, damit die dasselbe Loch haben. In eines der beiden Löcher mache ich jetzt eine Senkung hinein. Und zwar sollen hier solche Flachschrauben, diese Senkschrauben, die sollen da rein, damit das da drin verschwindet, damit das hinten nicht irgendwo anschlägt an dem Holz. Die müssen jetzt Löcher rein, damit das an dem Holz angeschraubt werden kann. Und zwar muss ich natürlich aufpassen, dass die Schrauben sich nicht gegenüber treffen. Dann bekomme ich die nicht rein. Die müssen also versetzt aneinander vorbei. Deshalb habe ich mir jetzt hier mit dem Streichmaß ungefähr 1,5 cm eingestellt. Da mache ich mir jetzt hier eine Linie. Und bohre jetzt da 3 mm Löcher rein, weil die Schrauben, die ich habe, sind 4 mm. Auf dem anderen mache ich das Ganze etwas schmäler, mache 1 cm. Und zeichne mir das genauso an. Und das bohren wir jetzt einfach mal da rein. Da es sich hier auch um Senkschrauben handelt, womit ich das festmachen will, werde ich hier mit dem Senker Vertiefungen reinmachen. In diese Vertiefung mache ich die Schraube rein, setze von der anderen Seite eine Mutter drauf. Dann mache ich noch eine Unterlegscheibe drunter, die Rolle. Dann mache ich insgesamt 3 Unterlegscheiben drunter, das nächste Metall und wieder eine Mutter drauf. Diese Mutter hier ersetze ich nachher später durch eine selbstsichernde Mutter. So, und damit haben wir eigentlich schon unsere Rolle. Hier ist das Metall und das rollt dann da drüber. Und diese Halterung, die soll jetzt hier
genau hier drauf. Und zwar muss natürlich jetzt hier eine Vertiefung in das Holz reingemacht werden. Ich mache jetzt erstmal hier mit dem Winkel einen geraden Strich und setze dann das Metall da drauf, dass ich das schön gerade da rein bekomme. Das und auf der anderen Seite auch, und dann passt das genau hier rein. Das fräsen wir jetzt gleich aus. Und zwar habe ich die Fräse auf die Dicke dieses Metalls eingestellt, um das hier rauszufräsen. Das Teil kommt jetzt genau hier drauf. Das passt auch oben und unten super. Dann bohre ich halt hier jetzt auch wieder vor. So, damit kann ich das noch ein bisschen ausrichten, dass das gerade ist. Hier unten, das stimmt alles. Also setzen wir hier die Schrauben rein. Und damit können wir jetzt hier die Stange, das wird ja nachher festgemacht, das kommt hier rein. Und hier läuft dann die Türe, in diesem Eisen. Das Ganze ist jetzt gestrichen und jetzt machen wir mal die Holzbretter einfach da rein. Damit das Ganze auch hält, habe ich hier solche Stahlstifte und die schlage ich dann hier in der Seite möglichst senkrecht rein. Um die Stifte jetzt endgültig zu versenken, habe ich hier so etwas wie ein Senkeisen, aber der ist vorne ganz flach und damit schlage ich das Ganze rein. Nachdem ich jetzt alles dreimal von jeder Seite aus gestrichen habe, sieht die Tür jetzt so aus. Ich denke, das kann sich doch schon mal sehen lassen. Und ich würde sagen, gehen wir in den Garten und schrauben das Ganze an. Hier unten soll ja jetzt diese Schiebetür hinein. Und zwar mit der weißen Seite nach vorne und dem zweifarbig gestrichen nach innen. Das soll also hier zwischen. So sieht das Ganze jetzt von der Innenseite aus. Und das ist jetzt die Schiene, worüber die Rollen laufen sollen. Und die habe ich mir hier oben, hier habe ich mir das gebogen und habe mir gleichzeitig zwei Hülsen zurechtgeschnitten. Die kommen dann als Abstandhalter herum. Zeige ich aber jetzt gleich hier hinten mal direkt am Objekt. Das hier sind die Hülsen, die als Abstandhalter dienen. Jetzt hängen wir die Tür einfach hier ein, schieben die so weit durch. Und damit hat die Türe hier durch die Schraube einen Anschlag. Genauso, wenn ich das reinschiebe, hier hinten auch. So, wenn die Sonne scheint, wird das einfach vorgezogen und fertig ist das Ganze. Und von außen sieht das Ganze dann so aus. Das war jetzt mal eines der größeren Objekte, die ich so mache, beziehungsweise ein wirklich aufwendiges Objekt für mich. Ich habe mir zwischendurch bei einer anderen Geschichte dabei einen Hexenschuss zugezogen, deshalb ist zwischen diesen beiden Teilen auch mittlerweile eine Woche vergangen oder sogar 2 Wochen vergangen, weil ich einfach nicht mal richtig auf die Beine kam.
Hat aber nichts mit dem Projekt zu tun, ist eine andere Geschichte. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, sage danke, macht's gut, ciao, bis demnächst, Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.